Die chinesische Mauer wirft viele Schatten der Vergangenheit, darunter auch das Schicksal ihrer Erbauer, das so oft von Mythen umgeben ist. Obwohl die Legende von in der Mauer eingemauerten Arbeitern fasziniert und erschreckt, stellen Historiker eindeutig fest, das ist nichts weiter als Folklore. Die tatsächlichen Ausmaße der Verluste sind nicht weniger beeindruckend. Während des Baus kamen zwischen 2 und 3 Millionen Menschen ums Leben. Sie verschwanden nicht in der Mauer, sondern wurden entlang ihrer Länge begraben und bildeten so den größten Friedhof der Erde. Die Arbeit war tatsächlich höllisch schwer. Soldaten, Gefangene und einfache Arbeiter arbeiteten mit Unterbrechungen am Bau der Mauer und mussten dabei oft unglaubliche Belastungen ertragen. Der Bau dauerte mehrere Jahrhunderte, beginnend mit der Qin-Dynastie, über die Han-Zeit bis hin zur Ming-Dynastie, unter der die Mauer ihr heutiges Aussehen erhielt. All diese Fakten über die zahlreichen Opfer und die unglaublichen Anstrengungen jener Zeit helfen, nicht nur die Größe des Bauwerks zu verstehen, sondern auch den Preis, den die Erbauer dafür bezahlt haben. Und als nächstes wenden wir uns einer nicht weniger erstaunlichen Geschichte über Wesen zu, die angeblich nachts aus den Schatten bei diesen uralten Wellen hervortreten. Erstaunlicherweise ist die große chinesische Mauer, die sich über gewaltige 13.000 Meilen erstreckt, keineswegs ein monolithischer Steinwall. Es handelt sich um einen komplexen Befestigungsbau, der eine Vielzahl von Materialien vereint, von Lehm und Ziegeln bis hin zu steinernen Bastionen und Holzkonstruktionen, der durch die harte Arbeit von Hunderttausenden Menschen errichtet wurde. Unter dem Reichtum an Legenden, die dieses Denkmal umgeben, ragt die tragische Geschichte von Meng Jiangnü hervor. Dieser Frau zufolge weinte sie bitterlich um ihren verstorbenen Ehemann, der unter den Erbauern der Mauer ums Leben gekommen war. Man sagt, dass die Kraft ihrer Trauer einen Teil der Befestigung zum Einsturz brachte und so das schwere Schicksal der Arbeiter symbolisierte. Diese Geschichte von Ausweglosigkeit und den Opfern, die für die Mauer gebracht wurden, jagt noch immer allen, die sie hören, einen Schauer über den Rücken. Obwohl die Legenden über die Geister der Krieger, die entlang der großen Mauer umherwandern, im chinesischen Volksglauben nicht so tief verwurzelt sind, beflügeln sie dennoch unermüdlich die Fantasie von Mystikliebhabern. Solche Erzählungen, auch wenn sie nicht bestätigt sind, verleihen dem alten Bauwerk eine mystische Aura und weisen auf seinen Einfluss auf die Kultur und Geschichte des Volkes hin. Wie eine magische Aura schwebt die Legende vom Bau mit magischen Mörteln und Opferzeremonien über dem Bauwerk. Doch Historiker weisen solche Mythen entschieden zurück und verweisen darauf, dass der Mörtel aus Reismehl bestand und nicht aus Knochen oder Magie. Haben Wissenschaftler Fortschritte bei der Entschlüsselung der Baugeheimnisse gemacht? Diese Fragen heben wir uns für weitere Diskussionen auf. Die Ingenieure der Antike zeigten über Jahrhunderte hinweg, trotz wechselnder Dynastien, erstaunliche technische Lösungen, die die Standhaftigkeit und Größe der Mauer unter nahezu unmöglich schwierigen Bedingungen sicherten. Am Horizont zeichnen sich bereits neue erstaunliche Rätsel ab. Ohne den Einsatz moderner Technologien erbaut, war die chinesische Mauer an sich schon ein Wunderwerk der Ingenieurskunst ihrer Zeit. Die alten chinesischen Baumeister verwendeten einige der fortschrittlichsten Baumethoden ihrer Zeit, die man als technische Wunder betrachten kann. Eine dieser Technologien war eine Mischung aus gekochtem Reis und gelöschtem Kalk. Diese Materialien, die während der Ming-Dynastie verwendet wurden, verliehen dem Mörtel eine erstaunliche Festigkeit. Der Bau der Mauer dauerte mehrere Jahrhunderte und zog eine enorme Anzahl von Arbeitskräften an. Bis zu 2 Millionen Soldaten, Bauern und Gefangene, von denen viele an den unerträglichen Arbeitsbedingungen und Krankheiten starben. Die alten chinesischen Ingenieure nutzten die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen und das kollektive Wissen, um dieses monumentale Bauwerk zu erschaffen. Harte Arbeit sowie der Einsatz von Bautechniken mit Ziegeln, Steinen und gestampfter Erde halfen der Mauer über die Jahrhunderte hinweg zu bestehen. Die enorme Anzahl an Arbeitskräften und die sorgfältige Organisation der Arbeit ermöglichten es, die Mauer durch schwierige Gebirgszüge und sumpfige Ebenen zu bauen. Die Architekten nutzten die natürliche Landschaft als Teil der Verteidigungsanlagen, wodurch sich die Mauer harmonisch in die Umgebung einfügte und über Jahrhunderte hinweg als zuverlässiger Schutzschild diente. Legenden und Geheimnisse umgaben die Mauer schon immer, darunter auch Geschichten über geheime unterirdische Gänge. Obwohl diese Volksmythen faszinieren, gibt es keine wissenschaftlichen Belege für das Vorhandensein umfangreicher unterirdischer Netzwerke unter der Mauer. Gerade diese erstaunlichen und mystischen Geschichten beflügeln jedoch weiterhin die Fantasie und lassen uns darüber nachdenken, welche weiteren Geheimnisse dieses Monument der antiken Zivilisation noch verbirgt. Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit und verstehen wir den Einfluss der Mauer auf die politische Bühne der Weltgeschichte, indem wir ihre Rolle in den strategischen Spielen der Großmächte entschlüsseln. Die geheimnisvollsten Legenden der großen chinesischen Mauer entführen uns vielleicht in Fantasien über geheime Tunnel, verborgene Gewinne und schwer fassbare Geheimnisse unter dem friedlichen Antlitz dieses monumentalen Bauwerks. Obwohl es keine stichhaltigen Beweise für das Vorhandensein eines weitreichenden unterirdischen Netzwerks gibt, sorgen einzelne Tunnel, die in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entdeckt wurden und einige Abschnitte der Mauer miteinander verbanden, für Verwunderung bei Forschern und Laien.
Diese Tunnel stellen zwar kein groß angelegtes architektonisches Meisterwerk dar, könnten jedoch für die heimliche Bewegung von Kriegern oder zur Lagerung kleiner Vorräte an besonders verwundbaren Stellen der Verteidigungslinie genutzt worden sein. Die Realität unterscheidet sich jedoch von den Mythen. Die Hauptfunktion der Mauer bestand im Schutz und in der Abschreckung und all ihre Pracht konzentriert sich oberhalb der Erde. Berichte über ein modernes unterirdisches Tunnelsystem, das als neue unterirdische große Mauer Chinas bezeichnet wird, stehen in keinem Zusammenhang mit dem historischen Bauwerk. Dieses geheime Projekt, das in der Zeit des Kalten Krieges entstand, dient dem Schutz moderner Verteidigungsstrategien und hat keine historische Kontinuität mit den alten Befestigungen. Die antiken Ingenieure nutzten Naturelemente, um die Stabilität und Uneinnehmbarkeit der Mauer zu gewährleisten. Stein, gestampfte Erde und Ziegel, das sind die Materialien, aus denen diese jahrtausendealte Verteidigungslinie errichtet wurde. Und kleine Höhlen und einfache Tunnel waren vielleicht kein Geheimnis, doch ihr Zweck wurde oft durch die Linse von Mythen falsch interpretiert. Dennoch hört die geheimnisvolle Aura, die die Mauer umgibt, ebenso wie diese Funde nicht auf, zu inspirieren und zum Nachdenken anzuregen. Lassen Sie uns nun zu den Ereignissen übergehen, in denen die Mauer nicht nur ein Symbol, sondern auch ein Akteur großer historischer Errungenschaften und Intrigen wurde und so die Geschichte großer Imperien und Zivilisationen veränderte. Die große chinesische Mauer ist eines der bedeutendsten Verteidigungsbauwerke der Weltgeschichte und spielte schon in der Antike eine wichtige Rolle, nicht nur in der Militärstrategie, sondern auch in den internationalen Beziehungen. Entgegen der weit verbreiteten Meinung über ihre Nutzung im Handel bestand ihr Hauptzweck darin, vor Überfällen von Nomaden zu schützen. Den Behörden des chinesischen Kaiserreichs gelang es, um die Mauer eine Art psychologische Barriere zu schaffen, die den Aggressoren den Weg versperrte und über die internationale Diskussionen geführt wurden. Diese gewaltige Struktur symbolisierte nicht nur den Schutz vor äußeren Bedrohungen, sondern auch die Stärkung der inneren Stabilität. Jeder Ziegelstein, der von den verschiedenen Dynastien in diese Mauer eingebaut wurde, trug die Geschichten von Kämpfen und Siegen der chinesischen Zivilisation in sich. Der Bau der Mauer, der in der Zeit der Qin-Dynastie begann, setzte sich über Jahrhunderte hinweg fort und stand unter der Leitung zahlreicher Dynastien wie Han und Ming. In dieser langen Geschichte diente die Mauer nicht immer als ein Endessymbol, sondern trennte Nomaden von sesshaften Völkern und schützte die lebenswichtigen Interessen der chinesischen Elite. Ebenso darf die Rolle der Mauer bei der Einschränkung des Zugangs und der Bewegung von Menschen und Waren nicht ignoriert werden, da sie eine Art Barriere zwischen verschiedenen Kulturen und Völkern bildete. Obwohl sie keine großartige Handelsader war, florierten in ihrer Nähe tatsächlich einige Märkte. Doch die eigentlichen Verteidigungslinien waren dennoch eher zum Schutz als für den Handel bestimmt. Mystische Bilder und Legenden, die die chinesische Mauer umgeben, inspirierten Generationen von antiken Chronisten bis hin zu modernen Wissenschaftlern. Auch wenn sie auf Folklore basieren mögen, stärkte die Realität dieser Geschichten den Glauben an ihren magischen Schutz. Der Name des Kaisers, der durch den Bau der ersten groß angelegten Abschnitte der großen chinesischen Mauer in die Geschichte einging, ist Qin Shi Huangdi. Unter seiner Herrschaft im 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung erhielt die chinesische Geschichte ein neues Gesicht. Er plante die Mauer als ein majestätisches Bauwerk, das in der Lage sein sollte, die Grenzen des Reiches vor den Nomadenstämmen zu schützen, die unaufhörlich aus dem Norden drohten. Es existieren Legenden über einen alten Fluch, der angeblich während des Baus ausgesprochen wurde. Doch das sind nicht mehr als unterhaltsame Überlieferungen, die sich in die Fülle von Mythen einweben, die jeden Stein dieses gewaltigen Projekts begleiten. Es gibt keine tatsächlichen historischen Belege, die den Einsatz okkulter Praktiken oder die Verhängung eines mystischen Fluchs bestätigen würden. Dennoch bereichern solche Geschichten das kulturelle Erbe und lassen einen fruchtbaren Boden für die Fantasie zurück. Wenn man von Opfern spricht, darf man das unglaubliche menschliche Leid nicht unerwähnt lassen, das den Bau der Mauer begleitete. Über Jahrhunderte hinweg kamen Tausende von Arbeitern, deren Zahl auf über 1 Million geschätzt wird, ums Leben, als sie mit unvorstellbaren Arbeitsbedingungen konfrontiert waren. Ein großes Opfer im Namen der kollektiven Sicherheit und des großen imperialen Traums. Obwohl die Mauer oft als unüberwindbares Hindernis dargestellt wird, wurde ihre tatsächliche Wirksamkeit häufig in Frage gestellt. Im Laufe der Geschichte diente sie als Symbol des Schutzes und als Teil komplexer Alarmsysteme, wurde jedoch wiederholt von Feinden durchbrochen und überwunden. Jedes Mal, wenn neue Dynastien oder Eroberer dem Bauwerk neue Abschnitte hinzufügten, veränderte sich die Mauer und wurde um neue Funktionen ergänzt. Moderne Tragödien oder Katastrophen, die mit dem sogenannten Fluch in Verbindung gebracht werden, gehören ebenfalls in den Bereich der Volksüberlieferungen. Es gibt keine historischen Belege, die die Existenz solcher Zusammenhänge bestätigen. Doch gerade das verleiht der Mauer eine esoterische Faszination und lässt uns in Erwartung neuer Rätsel verweilen, die hinter ihren uralten Steinen verborgen sind. Wenn wir jedoch die Mystik beiseite lassen, dürfen wir die Menschen nicht vergessen, die die Mauer zur Realität gemacht haben und jene, die ihre Zukunft für die Ideale einer großen Vergangenheit geopfert haben. Ihre Geschichten werden wir aufdecken, während wir unsere Reise durch die Jahrhunderte dieses einzigartigen historischen Denkmals fortsetzen.
Die Größe der chinesischen Mauer wurde nicht nur durch ihre Länge und ihre majestätischen Anblicke geschaffen, sondern auch durch die Arbeit unzähliger Menschen, die ihre Spuren in ihren Steinen hinterlassen haben. Obwohl wir die Namen der meisten Arbeiter und Soldaten, die ihr Leben in den Bau der Mauer investiert haben, nicht kennen, ist ihr anonymer Beitrag für immer in der Geschichte verewigt. Der Bau der Mauer erstreckte sich über Jahrhunderte, beginnend mit der Zeit der streitenden Reiche im 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung und erreichte seinen Höhepunkt während der Ming-Dynastie. Unter den Erbauern waren Sklaven, Soldaten und Kriegsgefangene. Ihre Anstrengungen bestimmten maßgeblich das Tempo des Mauerbaus, die als Schutz vor den nomadischen Xiongnu-Stämmen und anderen Feinden gedacht war, die die Grenzen des chinesischen Reiches bedrohten. Gerade diese Menschen, oft gegen ihren eigenen Willen, schufen eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt. Die Arbeitsbedingungen waren so hart, dass Tausende nicht zu ihren Familien zurückkehrten. Der Mythos von in die Mauer eingemauerten Leichen entstand aufgrund der enormen Verluste, wurde jedoch durch archäologische Funde nicht bestätigt. Die Aufgabe der Mauer bestand jedoch nicht nur darin, ein physisches Hindernis zu sein, sondern auch als strategisches Bauwerk zu dienen. Wachtürme, Signalfeuer und Rauchsysteme. All das machte die chinesische Mauer zu einer fortschrittlichen ingenieurtechnischen Lösung ihrer Zeit, die bis ins kleinste Detail durchdacht war. Obwohl Frauen selten am Bau beteiligt waren, wurde ihre Rolle als Hüterinnen des heimischen Herdes und als Geliebte derjenigen, die an diesen Steinblöcken arbeiteten, gewürdigt. Der Weg dieser vergessenen Helden und unsichtbaren Heldinnen legte das Fundament dafür, dass die Mauer nicht nur ein Hindernis, sondern auch ein Symbol der chinesischen Kultur und ausgeklügelter Militärtaktik wurde. Wenn man weiß, wie wichtig jedes Detail beim Bau war, erhält jede weitere Geschichte neue Facetten. Schauen wir uns an, wie diese uralte Grenze die imperialen Grenzen schützte und zu einer Quelle der Kreativität und Inspiration in der Kultur wurde. Die militärischen Strategien, die an der großen chinesischen Mauer angewandt wurden, beeindrucken wirklich durch ihren Umfang und ihre Innovationskraft. Diese mächtige Struktur, die sich über endlose Weiten erstreckt, beeindruckt durch ihr ingenieurtechnisches und strategisches Potenzial. Signaltürme, die jeweils im Abstand von 10 Meilen zueinander standen, nutzten Feuer und Rauch, um Alarmmeldungen zu übermitteln. Je nach Anzahl der Rauchsäulen oder Signalfeuer konnten die Garnisonen die Größe der feindlichen Streitmacht einschätzen, was eine schnelle Mobilisierung der Verteidigung ermöglichte. Entgegen gängiger Klischees war die Mauer kein durchgehendes steinernes Bollwerk. Sie war ein ingenieurtechnisches Zusammenspiel aus gestampfter Erde, Ziegeln und Stein. Dieses monumentale Bauwerk wurde von verschiedenen Dynastien seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. unter Qin Shi Huangdi aktiv weiterentwickelt und fast 20 Jahrhunderte lang ausgebaut, wobei es seinen kulturellen Höhepunkt unter der Ming-Dynastie vom 13. bis zum 17. Jahrhundert erreichte. Später, mit dem Aufstieg der Qing-Dynastie, begann die Mauer allmählich zu verfallen. An den wichtigsten Übergängen entlang der Mauer wurden bis zu 12 Meter hohe Tore errichtet, die mit starken Garnisonen befestigt waren und als Zentren zur Kontrolle von Handel und Bewegung dienten. Diese Tore kontrollierten nicht nur den Weg, sondern lenkten auch die Ströme der Handelsrouten. Der ehrgeizige Charakter der militärischen Struktur der Mauer zeigt sich in ihrer Nutzung des natürlichen Geländes. Schmale Durchgänge und versteckte Pfade wurden zu Bestandteilen eines ausgeklügelten Verteidigungssystems, das sich gut für Aufklärung eignete. Während der Ming-Dynastie wurden außerdem Signale mit Schießpulver, Feuerwerkskörper und Hörner eingeführt, die die Kommunikation zwischen den Garnisonen verbesserten. Die Legenden, die die Mauer umgeben, tauchen sie in ein mystisches Licht. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass viele dieser Geschichten der Fantasie des Volkes entspringen, während die Mauer selbst real und für sich genommen wahrhaft erstaunlich ist. Ihre Kombination aus Verteidigungstechnologien und uneinnehmbarer Beschaffenheit inspiriert Generationen. Und die Geschichte ihrer Verteidiger lebt weiter, ebenso wie das Bauwerk selbst, das uns ein Vermächtnis von Zeit, Kunst und Ingenieurskunst hinterlässt. Die Geschichte und die Geheimnisse dieses architektonischen Wunders faszinieren auch heute noch neugierige Köpfe. Tauchen wir tiefer ein und erfahren wir, welche neuen Artefakte kürzlich entdeckt wurden, die noch mehr fesselnde Geheimnisse enthüllen. Jüngste archäologische Untersuchungen in der chinesischen Provinz Shandong haben eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Einige Abschnitte der Großen Mauer wurden bereits im 11. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gebaut, also 300 Jahre früher als bisher angenommen. Das verschiebt unser Verständnis über den Zeitpunkt ihres Baus und macht sie über 2500 Jahre alt. Dieser Fund unterstreicht die lange und faszinierende Geschichte der Mauer, die von der Zhou-Dynastie erbaut wurde. Bei den Ausgrabungen wurden nicht nur Werkzeuge und Keramik entdeckt, sondern auch groß angelegte Erdwerke, Straßen, Wohnfundamente und Gräben. Diese Artefakte deuten auf das Vorhandensein ausgedehnter Lager und Garnisonen entlang der Mauer hin. Die von Archäologen entdeckten Wohnsiedlungen bestätigen die strategische Bedeutung dieses Bauwerks, das Teil eines großen Netzwerks von Befestigungen wurde, die die Verteidigungskraft unterstützten. Die traditionellen Vorstellungen von der Mauer als unnachgiebige Barriere gegen Feinde werden etwas erweitert, denn neben dem Schutz erfüllte sie viele Aufgaben, von der Kontrolle der Migration bis zur Festigung der Grenzen. Um Invasionen zu verhindern und die Sicherheit ihrer Reiche zu gewährleisten, nutzten die Dynastien die Mauer als Symbol ihrer Macht und Ressourcenstärke.
Moderne Forschungsmethoden, darunter die Radiokohlenstoffdatierung, optisch stimulierte Lumineszenz und die Analyse von Phytolithen, ermöglichen eine detaillierte Untersuchung des Alters und der Bauphasen der Mauer. Diese fortschrittlichen Methoden werfen ein neues Licht auf ihre facettenreiche Rolle in der Weltgeschichte. Angesichts der Tatsache, dass die Mauer eine Länge von über 21.000 Kilometern erreicht, ist es wichtig, ihre Bedeutung nicht nur als physische Grenze, sondern auch als kulturelles Symbol zu verstehen, das über Jahrhunderte hinweg die Interaktion der Zivilisationen geprägt hat. Der wahre Beitrag des modernen wissenschaftlichen Fortschritts hilft, den Schleier der Geheimnisse zu lüften, die hinter den uralten Steinen verborgen sind. Und wir werden weiterhin aufzeigen, wie die Technologien von heute uns in die Tiefen der Jahrhunderte versetzen und die Rätsel dieses unfassbaren Denkmals entschlüsseln. Die Technologien des 21. Jahrhunderts haben zahlreiche Neuerungen in das Studium der großen chinesischen Mauer eingebracht. Doch nicht alle Methoden sind ausschließlich auf rein wissenschaftliche Forschungen ausgerichtet. Im modernen China spielen Drohnen nicht nur eine Rolle als Helfer bei Notfalleinsätzen und touristischen Aktivitäten, sondern sorgen auch für organisierte Flashmob-Shows, indem sie beeindruckende visuelle Darbietungen am Nachthimmel erschaffen. Diese künstlerischen Aufführungen, die Weltrekorde aufstellen, unterstreichen die kulturelle Bedeutung der Mauer. Die Technologie des 3D-Scannings und der virtuellen Rekonstruktion entwickelt sich rasant weiter und hilft Archäologen dabei, den verlorenen Glanz historischer Bauwerke wie der großen chinesischen Mauer wiederherzustellen. Obwohl diese Methoden noch nicht flächendeckend für die detaillierte Untersuchung jedes einzelnen Steins eingesetzt werden, eröffnen sie neue Perspektiven für eine tiefere Erforschung ihres historischen Erscheinungsbildes. Hypothetische Untersuchungen unterirdischer Strukturen mittels Georadar wären interessant, um alte Mythen über die Existenz verborgener Gänge zu überprüfen. Solche Ideen bleiben bislang Vermutungen, verstärken jedoch die Faszination und wecken das Interesse der Wissenschaftler an möglichen Entdeckungen. Satellitennavigationssysteme und GIS-Technologien vertiefen unser Verständnis der Strategie und der militärischen Bedeutung der Mauer erheblich, indem sie Migrationsrouten und Befestigungen entlang ihrer Linien analysieren. Dies bestätigt die strategische Rolle der Mauer nicht nur als Verteidigungsbauwerk, sondern auch als Symbol für Macht und Kontrolle. Jede dieser Technologien eröffnet neue Möglichkeiten, alte Geheimnisse zu lüften und hilft dabei, sich auf die historische Bedeutung der Mauer und ihren Einfluss auf die globale Kultur zu konzentrieren. Sie werfen auch Fragen darüber auf, wie die Vergangenheit mit der Gegenwart in Berührung kommt und regen zum Nachdenken über die Zukunft archäologischer Forschungen an. Doch nicht alle alten Mythen sind nur mit technischen Geheimnissen verbunden. Es ist an der Zeit zu verstehen, wie die große chinesische Mauer in Kunst und Kultur weiterhin eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration und Legenden bleibt. Die große chinesische Mauer, die als stummer Zeuge der Jahrhunderte emporragt, schützte nicht nur die Grenzen des Reiches, sondern inspirierte auch Generation um Generation zu kreativen Meisterleistungen. Im Verlauf der gesamten chinesischen Geschichte wurde sie zur Muse für Dichter und Schriftsteller und symbolisierte die Standhaftigkeit und moralische Stärke des Volkes. Ihre imposante Präsenz in den Weiten Chinas verkörperte Macht und blieb ein bedeutender Teil des kulturellen Codes. In der chinesischen Folklore ist die Mauer mit Legenden über tapfere Menschen und ihre Heldentaten verwoben. Volkserzählungen griffen oft die Schwere der Arbeit auf, die den Bauarbeitern auferlegt wurde, sowie die Schrecken, die sie erlebten, was sich in anklagenden Themen oder im Ausdruck von Trauer widerspiegelte. Diese Aspekte waren jedoch eher ein Spiegelbild des kollektiven Gedächtnisses als ein Zeugnis der offiziellen Geschichte. In der westlichen Kultur erlangte die Mauer eine symbolische Bedeutung, indem sie eine Barriere zwischen den Welten und die legendären Horizonte der Vergangenheit darstellte. In der Epoche der Romantik waren europäische Künstler und Schriftsteller von ihrer Erhabenheit fasziniert und sahen in ihr die Verkörperung von Heldentum und Zeit. Die Motive der Mauer tauchen immer wieder in Werken auf, in denen sie zur Allegorie für überstandene Prüfungen und menschliche Kraft wird. Auch die moderne Massenkultur blieb davon nicht unberührt. Filme und Videospiele nutzen die Mauer und verleihen ihr eine Aura von Geheimnis und Dramatik. Sie wurde zu einer Art Brücke zwischen Mythos und Fantasie und verwebt sich in Geschichten, die zwar weit von der historischen Wahrheit entfernt sind, aber durch ihren Charme und ihre Geheimnisvolligkeit faszinieren. Die Legenden, die die große Mauer umgeben, unterstreichen ihre kulturelle Bedeutung und Vielschichtigkeit. Doch es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ihr Hauptzweck immer der Schutz war. Die Wachtürme, die alle 15 Meilen errichtet wurden, dienten zur Übermittlung von Signalen mittels Feuer und Rauch, wodurch es möglich war, rechtzeitig Kräfte zu mobilisieren und Gefahren abzuwehren. Die Mauer spielte auch eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Handelswegen, indem sie mit der großen Seidenstraße verbunden war und so ihre strategische Bedeutung sowohl in Kriegs- als auch in Friedenszeiten demonstrierte. Jede Epoche schrieb ihr eigenes Kapitel in die Geschichte der Großen Mauer und hinterließ uns nicht nur ein architektonisches Erbe, sondern auch einen facettenreichen kulturellen Reichtum. Abschließend muss man anerkennen, zwischen Legenden und Realität zieht das, was sich hinter ihren uralten Steinen verbirgt, weiterhin das Interesse von Forschern an und bietet immer neue Facetten zur Erforschung.